Meine neue Heißluftfritteuse ist da, die Ninja Fiori Max. Das ist eine Heißluftfritteuse mit einer Grillfunktion und ich nehme dich jetzt mit, wie ich die auspacke, erkläre dir die einzelnen Menüpunkte und ja, und dann schauen wir mal, was alles so noch kommt. Erste Rezepte werde ich gleich noch mit vorstellen im Video. Und ich würde mich freuen, wenn du mir mal mitteilst, von wo schaust du denn überhaupt zu? Und teil mir doch auch mal mit, welche Heißluftfritteuse hast du denn im Einsatz? Und wie zufrieden bist du mit ihr? Ja, ich freue mich jetzt auf einen regen Austausch, aber jetzt erstmal Ninja auspacken, in Betrieb nehmen, die Menüpunkte anschauen, erste Gerichte kochen und dann folgen weitere Videos zur Ninja. Aber auch zu meinen anderen Heißluftfritteusen, da ich ja immer noch eine weitere Heißluftfritteuse habe und die soll ja nicht in den Winterschlaf gehen. Ja, und wenn dir meine Videos gefallen, dann freue ich mich ganz gerne auch über Kommentare, über Likes, Daumen hoch oder sogar über ein Abo von dem Kanal. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit du kein Video von mir verpasst. So, sie ist da, so verpackt, richtig gut, ist sie jetzt angekommen. Jetzt geht es ans Auspacken. Wenn ich es ausgepackt habe, dann schauen wir weiter. Ja, so steht sie jetzt da. Jetzt werde ich mal öffnen, gucken wir mal. Und wir sehen, die ist noch weiter. Super, alles verpackt. Also wirklich ganz, ganz toll alles von der Seite. Jo, dann machen wir mal wieder Stopp. Und wenn ich komplett ausgepackt habe, schauen wir weiter. So, jetzt habe ich sie fertig ausgepackt. Hier, das ist diese Grillplatte. Packe ich mal beiseite. Dann habe ich hier dieses Rezeptheft. Da können wir auch mal durchblättern. Erst kommt das in verschiedene andere Sprachen. Und wenn ich jetzt weiterblätter, komme ich jetzt hier zu dem Bereich mit der deutschen Sprache. Das ist hier jetzt auch nochmal beschrieben. Ja, auch wie die Sonde richtig eingeführt wird, ist hier nochmal beschrieben. Ja, okay. Hier sind noch ein paar Marinaden drin, gerade entdeckt. Ein paar Tipps noch. Ja, und dann ein paar Rezepte. Ah, hier ist die Gartapellen. Einmal für diesen Grill. Das ist alles Grill. Auch Früchte sind hier beschrieben. Zwiebeln, Auberginen, Spargel, Pilze. Auch Brotnähre, Käse. Und jetzt komme ich in die Kochtabelle für den Airfry. Also da ist auch doch recht umfangreiche Kochtabelle dabei, muss ich sagen. Okay, das ist jetzt also dieses Rezeptheft, was dabei ist. Dann ist ganz normale Bedienungsanleitung noch dabei. Das sind jetzt auch vorher andere Sprachen. Ich habe jetzt schon mal weitergeblättert, dass ich auf die deutsche Seite komme. Und hier haben wir jetzt auch noch mal die ganzen Funktionen, das genau im Einzelnen erklärt. Denn hier die Programme, ja, da habe ich nachher erstmal was zu studieren, dass ich mich ja erstmal durchkämpfe und mir das anschaue. So, dann haben wir hier noch dabei eine Schnellstartanleitung. Ah ja, auch in verschiedenen Sprachen. Hier sind auch die Steaks erklärt, welche Konsistenz was bedeutet. Denn manche kennen ja nicht die Begriffe rare oder der nahe Medium oder Medium rare, was da der Unterschied ist. Das ist also hier auch nochmal erklärt. Grillspickzettel, aha, okay. Also hier sehe ich nochmal kurz, bei wie viel Grad ich was heizen sollte oder brutzeln sollte. So, dann habe ich jetzt hier, das ist der Crisp-Korb. Okay. Und das ist die eigentliche oder der eigentliche Kochtopf, so wird das da bezeichnet. Und so ist die untere Pfanne. Mal einen ganz kurzen Schwenk noch hier vom Grill, dann kann man sehen, hier unten drunter, das ist dieser Spritzschutz. Okay, das war Teil 1 und ich befasse mich dann nachher mal mit dem Menü und schaue mir das an. Und dann geht es weiter mit der Erklärung der einzelnen Menüpunkte, was bedeutet, wie ich was einstellen kann oder muss.
So, mal noch ein kurzer Blick in meine Küche. Dann siehst du linker Hand, da steht meine alte Heißluftfritteuse. Das war eine Calmdo, die ich da hatte. Und ja, dazwischen ist meine Spüle und rechter Hand steht jetzt die Ninja. Dann schauen wir mal und vergleichen wir mal die beiden dann nachher auch in weiteren Videos. Aber jetzt kommen wir zu den Menüs von der Ninja. So, jetzt navigieren wir uns mal durch die einzelnen Menüs und ich fange mal mit den Airfry an. Und da teste ich jetzt mal, wie weit man die Temperatur da runtergehen kann. Also 150 Grad ist da die unterste Grenze. Und von der Zeit, so muss ich jetzt mal so rüberkommen, eine Stunde. So, jetzt haben wir die unterste Grenze. Jetzt nehmen wir mal die oberste Grenze. Die oberste Grenze ist 240 Grad und das ist automatisch auf 30 Minuten zurückgesprungen. Jetzt habe ich also von der Heißluftfritteuse den Airfry, kann ich in diesem Bereich arbeiten. Jetzt mache ich mal weiter mit dem Rost. So, der Rostbereich ist die unterste Grenze 120 Grad. Und also die kann ich komplett ganz runter stellen von der Zeit her. Ja, und da ist bei 120 Grad 4 Stunden die Grenze. Jetzt haben wir die unterste Grenze rausbekommen. Jetzt wird die oberste Grenze getestet. Da ist die oberste Grenze 220 Grad und er ist bei 4 Stunden geblieben, dann wird das auch so entsprechend sein. Jetzt gehen wir die Grillfunktion. So, bei der Grillfunktion haben wir hier unser Thermometer dabei. Das habe ich jetzt hier aus der Seite rausgeholt. Und das stecke ich jetzt mal ein. So, und nachdem ich das jetzt hier eingesteckt habe, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, bei manuell zu bleiben. Oder ich kann auch hier in die einzelnen Presets gehen. Also ich habe jetzt hier die Funktion von der Stärke, wie ich das ganz gerne haben möchte, und habe hier die Auswahl, ob es Lamm ist, ob es Pork ist, ob es Beef ist oder ob es Chicken ist oder Fisch. Das kann ich also jetzt hier lang durch auswählen. Und hier in dieser Funktion, da kann ich halt die Garstufe. Oder ich kann auch hier, jetzt bin ich auf Airfry also in die Garstufe reingehen. So, wenn ich jetzt die Menüs gewechselt habe, dann geht er jetzt automatisch jetzt hier raus. Und ich habe jetzt auch manuell die Auswahl. Ich gehe nochmal ganz runter. Ja, Med war Low war die unterste Stufe. Dann kommt Med, High, Max. Also die 4 Stufen. Und bei den 4 Stufen habe ich jetzt hier auch nochmal die unterschiedlichsten Stärken. Das ist jetzt, wenn ich das manuell eingebe. Was ich auch recht praktisch finde, das ist hier dieser Halter, der dabei ist für mein Fleischthermometer. Das kann ich dann nach dem Verbrauch wieder da reinstecken. Ich kann das hier rumwickeln. So. Und dann kann ich das hier an der Seite einfach wieder verstauen. Jetzt gehen wir mal in den Backbereich. Schauen wir mal, wo da die unterste Grenze ist. 120 Grad. Da die unterste Stufe. Also da kann ich auch ganz runter gehen. So, jetzt haben wir die unterste Stufe getestet. Jetzt tun wir im Backbereich auch noch die oberste Stufe testen. Und im Backbereich sind es 210 Grad. Und von der Zeit, ja, das ist bei 2 Stunden Schluss. Gehen wir in den nächsten Bereich. So, den Rehat probieren wir auch mal die unterste Stufe. Ja, das ist 130 Grad die unterste Stufe. Ja, hier kann man auch komplett runtergehen. Und jetzt noch die Zeit nach oben. Ja, und nach oben sind das bei 130 Grad 1 Stunde. So, jetzt probieren wir natürlich auch hier, wie viel da nach oben die Temperatur geht. Und da ist bei 210 Grad Schluss und er ist automatisch auf 1 Stunde umgesprungen. Jetzt haben wir nur noch unseren letzten Bereich.
Da gucken wir mal, wie weit wir da runtergehen können. Also das ist nämlich auch recht interessant. Also 40 Grad ist da der unterste Bereich. Da ist es jetzt fast interessant, schon mal die höchste Stufe zu sehen. Also bis zu 12 Stunden bei 40 Grad könnte ich da dürren. Das ist schon recht lange. Ja, und beim Dürren ist 90 Grad die höchste Stufe, so wie ich das jetzt sehe. So, das war jetzt der Bereich, wo ich die einzelnen Funktionen mal durchgetestet habe. Wie lange, auch den Grilldenarer, die Backtemperatur, die Aufzugsfunktion und die Dörrfunktion. So, reinigen der Ninja. Ich hatte hier drinne die Bratkartoffeln gemacht. Das hatte ich jetzt schon ganz kurz mal mit dem Tuch nur abgewischt, wäre gar nicht gemacht. Und hier, upsa, und hier habe ich jetzt noch die Pfanne. Die kommt jetzt hier rüber zum Abwaschen. Also du siehst von der Reinigung her, ich habe hier diesen Korb, wo ich die Bratkartoffeln drin gemacht hatte, wo ich dann auch Pommes in der gleichen drin machen würde. Der ist sehr einfach zu reinigen und genauso jetzt hier diese Pfanne. Das gerade mal rüberschwenken. Ab in die Spüle, etwas heißes Wasser rein. Jetzt 2 Spritzer Geschirrspülmittel. Und das Ganze mit einer Bürste oder mit einem Lappen ausreiben. Und das war alles. Das ist die ganze Reinigung. So, etwas habe ich unterschlagen. Und zwar, momentan brauche ich das auch noch nicht. Es ist jetzt überhaupt nichts hier an den Spritzschutz dran. Aber auch der Spritzschutz lässt sich einfach entfernen. Hier dran klicken, rausnehmen und dann kann ich den Spritzschutz reinigen. Und genauso einfach kann ich den jetzt hier auch wieder einsetzen. So, das war noch zu dem Spritzschutz. So, mein erster Versuch waren einfach mal schnell Bratkartoffeln und im Anschluss noch eine ganz kurze Wiedergabe von der Verköstigung. Das Video selber verlinke ich euch hier oben noch in der Box, damit ihr auch das Video zu den Bratkartoffeln, wie ich die hergestellt habe, dann findet. So, da ich ja immer Verköstigung mache ich das jetzt auch hier. Aber ich glaube, das hätte ich mir fast sparen können. Ihr seht ja schön, wie schön knusprig die sind. Also richtig klasse. Also besser kriege ich die in der Pfanne angebraten. Und hier schmeiße ich die rein, schalte 15 Minuten ein. Umrühren hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht, aber man kann es machen. Und die sind richtig schön, richtig toll sehen die aus. Ja, schnelles Frühstück, Resteverwertung. Die Bratkartoffeln von gestern hatte ich dann nachher verwertet und hatte so ein schnelles Frühstück. Auch darüber gibt es dann nachher ein kurzes Video, was ich extra nochmal verlinke. So, und da es hier bei mir immer eine Verköstigung gibt, mache ich jetzt mir noch etwas Tomaten-Mozzarella-Salz da oben drüber. Das langt. Ja, na gut. Ja, vor circa 5 Jahren fing ich an mit der Heißluftfritteuse. Du siehst hier, das war mein erstes Modell, mit dem ich damals arbeitete. Da findest du ja auch viele Videos, auch dieses Video mit diesen Cocktailtomaten, das verlinke ich dir gerne mal hier rein. Ja, und weiter ging es ja mit meiner nächsten Heißluftfritteuse. Das war die Durandal von Karlstein. Mit der habe ich auch ganz, ganz tolle Sachen erstellt. Die hatte ich auch bis vor kurzem noch, aber dann ist leider der Einsatz drin porös geworden und so, dass ich mich dann von ihr trennte. Ja, und dann ging es entsprechend weiter mit meiner nächsten Heißluftfritteuse und das war die vom Calmdo. Da habe ich dann auch grünen Spargel mal mitprobiert und viele verschiedene Gerichte. Also du findest hier auf dem Kanal auch über 90 Videos. Ja, und jetzt versuche ich mein Glück mit dieser neuen Heißluftfritteuse und da hat mich besonders jetzt auch die Funktion des
grillt, gereizt, dass ich sage, ich kaufe mir nochmal eine neue Heißluftfritteuse. Also du wirst hier weiter Videos zum ganz normalen Airfryer finden, du wirst aber auch Videos jetzt mit der neuen Grillfunktion finden. Freu dich auf dem, was kommt, und wie gesagt, wie ich am Anfang schon mal geschrieben hatte oder gesagt hatte, ich freue mich über Kommentare, über Rückmeldungen, über Fragen, weil gerne helfe ich dir weiter. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.